Der Bundeskanzler hatte seine 25 Minuten vor der Vertrauensfrage und ist ziemlich direkt auf die FDP losgegangen. Ich habe auch Dirk Wiese, Ihren Kollegen, schon das Gleiche gefragt. Ich frage Sie nochmal, war das nötig an diesem Tag heute? Das müssen Sie den Bundeskanzler fragen. Wir machen das anders. Wir haben 3 Jahre unter schwierigsten Bedingungen viel miteinander erreicht. Das Nachtreten würde ich jetzt so nicht machen. Aber deshalb haben wir auch einen anderen Kandidaten. Robert Habeck hat seine Rede hier im Bundestag auch gerade gehalten. Er ist sehr direkt geworden, hat die CDU Friedrich Merz angesprochen und die Bevölkerung. Er hat gesagt, glauben Sie der CDU kein Wort, was sie verspricht, wird nicht kommen. Ja, die CDU hat gerade ein Programm vorgelegt, das kostet 100 Milliarden im Jahr. Die haben keine Stelle, wo sie sagen, wo das Geld herkommen soll. Schulden nein, mehr Einnahmen nein. Also das ist schon verwunderlich. Und bei diesen 100 Milliarden im Jahr sind auch die dringend notwendigen steigenden Verteidigungsausgaben gar nicht drin. Friedrich Merz stellt sich vorne hin und sagt, wir werden viel mehr machen müssen für Verteidigung. Stimmt. Und wir werden das tun, aber sagt nicht, wie er das finanzieren will. Das ist nicht wirklich seriös. Am Anfang von der Rede von Robert Habeck hat er aber darüber gesprochen, dass man darauf achten soll, dass man so spricht, dass man am Ende immer noch Kompromisse eingehen kann und koalitionsfähig wird. Jetzt ist er die CDU doch sehr direkt angegangen und hat alle Unterschiede aufgetan, die es zwischen CDU und Grüne gibt. Aber eigentlich hofft Ihre Partei doch darauf, mit den CDU zusammenarbeiten und koalieren zu können. Das wäre die einzige Regierungsmöglichkeit. Das sagen die Umfragen jetzt. Wir haben noch 70 plus Tage vor uns. Das werden wir noch versuchen zu nutzen, damit wir deutlich stärker auch werden. Aber ich finde, Robert Habeck hat genau den Ton getroffen, weil er erstens das große Ganze beschrieben hat. Und da geht es einfach nicht nur darum, dass man von der ersten bis zur letzten Sekunde poltert, wie es die anderen gemacht haben. Und zweitens aber hat er gesagt, na, wenn jetzt Wahlkampf ist, dann muss man natürlich auch darstellen, dass es Versprechen gibt, die wegschmelzen wie Schnee in mexikanischer Sonne. Ich glaube, das war jetzt meine Wortwahl. Aber jedenfalls war das, fand ich, eine runde Wahlkampfrede und gleichzeitig war das staatsmännisch, so wie es sein sollte. Eine letzte Frage noch, wenn Sie jetzt auf den Wahlkampf blicken, was sind die Schwerpunkte, die Sie in kurzen Sätzen vielleicht noch einmal zusammenfassen können hier von Seiten der Grünen? Also der Wahlkampf wird natürlich auch von den Realitäten bestimmt. Die Themen, die man sich am Anfang vornimmt, kommen nicht immer zwingend vor oder werden von anderen überlagert. Trump übernimmt am 20. Januar das Präsidentenamt in den USA. Wir wissen nicht, was ab da passieren wird, was auf uns zurollt. Wir haben als Grüne 2 zentrale Themen, wo wir wirklich auch für uns sprechen. Das eine ist die Hilfe für die Ukraine, wo wir die einzigen sind, die klar stehen. Alle anderen bröckeln an den Rändern oder im Zentrum. Und das zweite ist natürlich Klimaschutz und Naturschutz. 2 zentrale Themen, die für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes und unserer Wirtschaft absolut notwendig sind, dass man sie höher und breiter fährt. Und dafür werden wir sorgen. Eine Sache muss ich Sie doch noch fragen. Die Grünen enthalten sich heute. Sie sagen Ja zu den Neuwahlen, aber nicht Nein zum Kanzler. Können Sie das noch einmal ausführen? Natürlich, wir haben eine Vertrauensfrage. Bei der Vertrauensfrage, ich habe ja gesagt, wir haben 3 Jahre miteinander viel erreicht. Wir sagen nicht Nein zum Vertrauen zu Olaf Scholz. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir wissen, dass es eine Frage ist über eine Neuwahl. Und dementsprechend werden wir nicht jetzt irgendwie dem Bundeskanzler als einen Koalitionspartner, der wir noch sind, irgendwie eins ins Gesicht geben, aber gleichzeitig natürlich auch den Weg frei machen für Neuwahlen. Vielen Dank für das Gespräch.